Eine der meistgestellten Fragen zum Opti-Grill ist natürlich, welches Modell ist das richtige für mich? Es gibt mittlerweile mehrere zur Auswahl und man fragt sich natürlich, was ist für meine Anforderungen jetzt das Beste? Und deshalb möchte ich dir in diesem Video 3 Schritte zeigen, wie du diese Frage für dich beantworten kannst, welche Modelle dabei besonders interessant sind und welche vielleicht eher, links liegen gelassen werden können. Also, los geht's. Den Opti-Grill gibt es in zwei verschiedenen Größen. Es gibt einmal die normal großen Modelle mit einer Grillfläche von 30 x 20 Zentimetern und es gibt die XL-Modelle, die haben eine Grillfläche von 40 x 20 Zentimetern. Da habt ihr also etwa ein Drittel mehr Platz auf dem Grill und das wird aus meiner Sicht besonders dann spannend, wenn ihr regelmäßig für mehr als 3 Personen grillt, denn dann lohnt sich das schon, dass ihr mehr Platz habt. Ihr spart euch im Zweifel einen zweiten Grilldurchgang und damit Zeit. Ein ganz wichtiges Thema beim Opti-Grill ist das Thema Zubehör. Es gibt für den Opti-Grill einmal die sogenannte Backschale und es gibt die Waffelplatten. Mit denen könnt ihr den Funktionsumfang des Opti-Grills erweitern und wenn ihr mal in die Rezepte hier auf der OptiWelt-Website oder in den Facebook-Gruppen schaut, dann seht ihr, was man damit alles machen kann. Das ist echt gigantisch, total viele coole Ideen. Und es würde euch wahrscheinlich nicht viel mehr ärgern, als wenn ihr irgendwann feststellt, ihr würdet gerne die Backschale nutzen, aber euer Modell ist damit gar nicht kompatibel. Deswegen guckt unbedingt vorher hier in die Tabelle, welche Modelle mit welchem Zubehör kompatibel sind und berücksichtigt das unbedingt bei der Kaufentscheidung. Im dritten Schritt geht es jetzt noch um kleine Details, aber vor allen Dingen ums Geld, denn ihr müsst für euch entscheiden, wie viel ist mir der Opti-Grill wert. Ich würde sagen, wenn ihr ihn 3, 4, 5 Mal die Woche einsetzen wollt, das eigentlich schon so ein bisschen wisst, dann greift gerne zu den Elite-Modellen. Da habt ihr ein bisschen mehr Komfort, ein bisschen bessere Grillergebnisse. Wenn ihr euch noch nicht so sicher seid oder schon wisst, es wird vielleicht so einmal die Woche genutzt für ein Sandwich oder mal ein Steak zu grillen, dann ist für euch wahrscheinlich eines der Plus-Modelle total ausreichend und am Ende einfach auch ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Von einem Modell möchte ich euch an der Stelle auch noch abraten, und zwar dem Opti-Grill Basismodell. Das hat die Modellnummer GC705D und es liegt einfach daran, dass das Modell mit keinem Zubehör kompatibel ist und es hat auch nur eine Temperaturstufe im manuellen Modus. Und ihr schränkt euch eigentlich unnötig ein, weil den Opti-Grill Plus, das ist so gesehen das nächstbessere Modell, das bekommt ihr meistens schon nur für ein paar Euro mehr. Also da würde ich jetzt nicht an der falschen Stelle sparen. Da ärgert ihr euch im Zweifel eher, wenn ihr dann irgendwann entscheidet, dass ihr vielleicht doch gerne die Backschale hättet. Ansonsten hoffe ich, dass euch die 3 Schritte zur Entscheidung für das richtige Opti-Grill-Modell geholfen haben. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie gerne hier in den Kommentaren, dann können wir da auch gerne noch ein paar mehr Details klären. Und ich kann euch natürlich auch empfehlen, hier auf der Website optiwelt.com die ganzen Detailberichte durchzulesen. Da findet ihr dann auch noch mal alle Infos auf einen Blick.